Servus Freunde, herzlich willkommen endlich bei einem neuen Video. Also, du hast schon anhand des Titels gesehen, kann man ein APS-C-Objektiv auch an der neuen Sony ZV-E1 nutzen? Das würden sich vielleicht einige von euch fragen und diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten und sei gespannt, denn du wirst überrascht sein. Also Freunde, ich hatte ja damals die Sony 11mm gekauft. Das ist ein APS-C-Objektiv, ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit einer Blende von 1.8. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann habe ich mir die ZV-E1 gekauft. Vielleicht werde ich sie behalten, vielleicht auch zurückschicken. Wie dem auch sei, so sieht das Setup aus. Es ist ziemlich klein und es liegt sehr gut in der Hand. Und wir wissen ja auch, dass die ZV-E1 unter den Vollformatkameras ein Leichtgewicht ist. Und ebenso ist er auch das Sony 11mm auch ein Leichtgewicht. Somit hätte man ein richtig geiles Equipment bzw. ein Vlogging-Equipment. Und da fragt man sich, ist denn das etwas für mich? Wir wissen ja, dass es bei den Sony-Kameras einen Super 35 Mode gibt bzw. ein APS-C Crop Mode. Und ja, den gibt es auch bei der ZV-E1. Allerdings gibt es da einen Nachteil, und zwar kann man diesen nur in Full HD aktivieren. Bei der A7 IV habe ich ja auch, da nutze ich zum Beispiel meine APS-C Objektive auch sehr, sehr häufig. Warum? Da kann ich nämlich den APS-C Crop Mode aktivieren, weil wir hier ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es 5K oder 7K downsampletes Bild war von der A7 IV. Ich glaube, es waren 7. Somit habe ich dann ein reines 4K Bild, was auch zum Beispiel die Kamera hat, weil es denselben Sensor wie die A7S III hat. Aber da fragt man sich, okay, bei der A7 IV habe ich ein 7K downsampletes Bild, ich glaube es waren wirklich 7, und bei der Nutzung eines APS-C-Objektivs habe ich ein reines 4K-Bild, gar kein Problem, wir nutzen ja 4K. Wie ist es aber dann bei der Kamera hier? Hat einen 12-Megapixel-Sensor und 4K müssten, glaube ich, 8,3 sein, und man kann ja hier auch nicht den Crop-Mode aktivieren im 4K. Was gibt es hier Möglichkeiten, das zu nutzen? Also wir haben eigentlich hier zwei Sachen. Erstens, wie alle kennen, Sonys Clear Image Zoom. Es gibt ja vorne hier den Zoom Rocker. Das ist hier an, nicht da, sondern hier an der Stelle hier. Und der nervt mich sowieso total, weil immer wenn ich die Kamera so in der Hand festhalte, komme ich dann sehr oft dran irgendwie. Ne? Das ist sehr, sehr nervig. Da gibt es natürlich jetzt Möglichkeiten, das Ganze auf Optical Zoom zu stellen. Ich glaube, wenn es Optical Zoom ist oder Digital Zoom, und wenn du dann dran kommst, dann passiert nämlich nichts. Und bei der ZV-E10 war das immer so gewesen, wenn man Sonys Clear Image Zoom genutzt hat, hat man den Augen- und Gesichtserkennungsmodus, die Erkennung halt verloren, also Eye und Face Detection. Das ging leider nicht mit Sonys Clear Image Zoom. Deshalb habe ich das eigentlich auch kaum genutzt und der Fokusbereich war quasi zentriert im Bild. Und bei der ZV-E1 haben wir das zum Glück nicht. Wir können das Ganze nutzen und verlieren nicht den Eye- und Face Detection Modus. Das ist ziemlich geil. Erstens können wir das nutzen, weil wir haben ja bei einem APS-C-Objektiv, wenn wir an einer Vollformatkamera dran machen, eine Silhouette. Und die Silhouette können wir dann halt aufgrund des Zooms dann so wegbekommen. Die zweite Möglichkeit ist, und das ist krass, das wusste ich selber gar nicht, wir kennen IBIS, In-Body Image Stabilization, das ist die 5-Achsen-Stabilisierung. Bei der ZV-E10 haben wir den elektronischen Stabilisator, was 44% reinkroppt. Das macht es natürlich zum Vloggen für viele unbrauchbar. Trotzdem hat es aber gewisse Vorteile. Zum Beispiel kann man dann dadurch im Bild weiter reinzoomen, weil es dann halt quasi mehr durch den elektronischen Stabilisator reinzoomt, und weil das 6K downsampled ist, verliert man kein 4K-Bild. Das ist schon mal ein riesen Vorteil bei der ZV-E10. Und bei der ZV-E1, wenn wir Active Stabilization einschalten, also ganz normales IBIS ist das ist nicht der elektronische Stabilisator, dann croppt das wie bei der A7 IV oder wie bei der A7S III ungefähr 10% rein. Dann hat man ganz normalen IBIS. Aber es gibt ja hier noch das neue Feature, Dynamic Stabilization. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon im Netz gesehen, was es genau ist, aber ich zeige euch das auch nochmal. Das ist für mich persönlich sowas wie
Active Stabilization mit Catalyst Browse gemischt. Und man hat schon in den Videos gesehen, verdammte Axt, das sieht richtig geil aus. Ja, also man hält die Kamera so in der Hand und man braucht sie wirklich nur handheld zu halten, also Freihand. Und man hat wirklich ein Gimbal-Footage, sage ich mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, so ähnlich wie bei Catalyst Browse. Der Nachteil war, von meinen Augen her gesehen, dass es bei Dynamic Stabilization wie bei der Nutzung von Catalyst Browse diese Artefakte gibt, diese Schlieren gibt. Das heißt, man musste seine Shutter Speed weiter höher setzen. Das heißt also den Shutter Speed, die Verschlusszeit auf Deutsch kürzer stellen. Zum Beispiel, wenn man mit 25p aufnimmt, hat man sein Shutter Speed auf 1/50 Sekunde. Aber da empfiehlt es sich bei Catalyst Browse ungefähr auf einen Wert von 1/200 zu setzen. Und ich glaube, das muss man hier auch so machen. Habe ich nicht getestet. Wir werden beide gemeinsam, als ob es nur einen Zuschauer gibt, wir alle werden gemeinsam uns das genauer mal anschauen. Ich werde erstmal ganz normal Dynamic Stabilization einschalten, weil da geht die Silhouette auch nämlich weg. Das war nämlich der zweite Punkt, habe ich vergessen bei meinem ganzen Geschwafel das zu erwähnen. Da geht das Ganze auch weg. Und das Krasse ist jetzt, wenn wir meinen Tamron 17 bis 70 mm benutzen, da gibt es eine größere Silhouette. Übrigens, das ist zu verkaufen. Wer also Interesse hat, kann sich gerne bei mir über Instagram einfach melden. Ich verkaufe es. Ich habe keine Verwendung mehr dafür und anstatt dass es da dumm rumliegt, und verstaubt, lieber verkaufen. Ist nur 1 Jahr alt, also Restgarantie von 1 Jahr. Bei Tamron ist noch vorhanden. Gerne einfach melden, dann kann man sich bestimmt preislich irgendwo in der Mitte treffen. Wie dem auch sei. Als ich das hier dran gemacht habe, an die Kamera hier, war eine größere Silhouette da. Ich habe dann Dynamic Stabilization eingeschaltet und bei einem Standbild, das heißt, wenn du die Kamera so ruhig auf der Hand hältst, dann hat man an den Rändern bzw. an den Kanten nichts Schwarzes gesehen, quasi. Die Silhouette war komplett weg. Wenn man aber doch die Kamera bewegt hat, durch den Sensor, den man dann, wenn man den hier bewegen würde, dann, ich glaube, das kann man leider nicht sehen, aber vielleicht hören. Ja, hören kann man das. Der Sensor bewegt sich nämlich. Und weil der Sensor sich drinnen bewegt, haben wir das Problem, dass ja, die Silhouette dann beim Drehen auch zu sehen ist. Das ist ein 17 mm in APS-C, das heißt ungefähr so 24, 25 mm in Vollformat und 11 mm APS-C wäre im Vollformat ungefähr ja, so 16, 17 mm. Dann habe ich gemerkt und ein bisschen recherchiert, dass die Silhouette nicht mehr so klein ist, sondern größer ist und bei Dynamic Stabilization bei einem Ultraweitwinkel komplett verschwindet. Das hat was mit dem Millimeterbereich zu tun. Bei der 16 mm ist es auch immer noch so, aber leider habe ich kein Objektiv, was zwischen 11 mm und 16 mm ist, damit ich euch jetzt sagen könnte, ab welchem Millimeterbereich das Ganze dann, ja, wo quasi der Knackpunkt ist. Und ich würde einfach sagen, Leute, gehen wir mal raus. Ich nehme das Ganze mit einem Shutter Speed von 1/50 Sekunden auf und dann nochmal mit 1/200 Sekunden auf. Und dann nochmal in Sonys Clear Image Zoom auf und dann vergleichen wir mal alle 3 Bilder miteinander. Also Freunde, Einstellungen sind S-Log 3, wie immer. Blende auf 8, ich habe kein ND-Filter drauf. Shutter Speed auf 1/50 Sekunde. Ja, und ich nehme in XAVCHS 4K auf, aber das spielt ja keine Rolle. Dynamic Stabilization ist jetzt eingeschaltet. Und ich schau mal kurz, ich habe ein Mikrofon drauf. Nicht, dass ich da jetzt zu viel quatsche und man sieht, dass ich zu laut bin. Ne, passt alles klar. Und es ist sehr, sehr weitwinklig, wie man sieht. Und es ist auch ziemlich, wie soll ich sagen, es ist ziemlich weit, ne? Also es ist wirklich gar nicht so weit. Also mein Arm ist gleich angeknickt und man kann so auf jeden Fall vloggen. Und das ist auf jeden Fall brutal gut.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, das ist mir hier beim Einrichten des Setups aufgefallen. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, diese Silhouette zu sehen. Also der Sensor wackelt etwas. Und der Sensor in der Kamera wackelt nur dann, oder warum wackelt der überhaupt? Wegen der Bildstabilisierung. Die ZV-E1 ist halt, sage ich mal, so dafür ausgelegt, dass ihr IBIS sehr, sehr gut funktionieren soll. Deswegen ist hier, wahrscheinlich haben die Ingenieure das dann irgendwie so konzipiert, dass das Ganze dann wackelt, wenn man die Kamera etwas bewegt. Das ist ganz normal. Ich werde mal jetzt etwas wackeln und ihr werdet wahrscheinlich schwer erkennen, was da ist. Dazu bleibe ich mal kurz irgendwo stehen. Seht ihr, wenn ich so leicht auch mache, hier auf der Seite. Moment. Jetzt ist es nicht mehr da, aber zu Hause eben hat man das richtig gesehen. Und jetzt sieht man es irgendwie nicht mehr. Also nach oben, unten passiert gar nichts. Aber so, wenn ich so nach links... Komisch, jetzt ist es irgendwie auch nicht zu sehen. Wenn ich jetzt... Ja, so sieht man sowieso nichts. Also man kann es auf jeden Fall nutzen. Das Bild sieht hoffentlich gut aus. Also Blende 8, wie gesagt. Ich gehe mal hier lang. So, jetzt das gleiche machen wir mal mit Sony's Clear Image Zoom. So, jetzt habe ich Active Stabilization eingeschaltet. Das heißt, ich habe Dynamic Stabilization ausgemacht. Das heißt, wir haben nicht 30% Crop, sondern 10% Crop. Plus Sony's Clear Image Zoom habe ich, lass mich nicht lügen, 1,3-fach. Das heißt, wir haben ungefähr, ja, keine Ahnung jetzt, wie viel Millimeter das wären, weiß ich nicht, aber es ist trotzdem weit, oder? Es ist fast dasselbe. Vom Abstand sehe ich gerade. Ich mache mal kurz die Blende, bisschen, ja, damit man mich besser sieht. So ungefähr ist gut. Ja, ich würde sagen, so ja, sehen wir das dann jetzt in Post später aussieht, kann ich jetzt schwer beurteilen hier draußen. Und wir laufen trotzdem mal ein bisschen rum. Ein schönes Wetter hier überall. Und wir haben noch einen Test. Und zwar mache ich den Shutter Speed kürzer, weil ich irgendwo mal bei Videos gesehen habe, dass nämlich bei 51 Sekunde, hoffentlich lag es daran, dass es so glitchy aussah. Deswegen ändere ich mal jetzt den Shutter Speed. So, jetzt habe ich das Ganze umgestellt. Shutter Speed ist auf 1/200. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ihr könnt jetzt direkt natürlich erkennen und sagen, was ihr jetzt darunter hält. Ich schaue immer wieder aufs Display, weil ich hier kein ND-Filter drauf habe und nicht überbelichtet werden möchte. Und ja, das ist das ganze Bild. Ich werde dazu später gleich mehr sagen können. Jetzt kann ich nichts sagen, aber ihr habt ja die Möglichkeit. Jetzt, manchmal sieht man das, glaube ich, an den Seiten. Jetzt sieht man das gut, dass das Ganze, dass die Silhouette langsam kommt vom Sensor. Aber ihr könnt ja jetzt einen Eindruck geben und in den Kommentaren schreiben, welches Bild für euch am besten aussah. Und ich laufe in einem normalen Tempo, ich renne nicht, ich laufe auch nicht langsam. Das wäre jetzt sehr schnell laufen. Ja, manchmal sieht man das. Das wäre schnell laufen. Ja, mal sehen, welches Bild am besten ist. Und ich würde sagen, checken wir das Ganze mal im Post genauer ab. Also Freunde, ihr habt gesehen, mit Dynamic Stabilization und einem APS-C-Objektiv auf der ZV-E1 ist unbrauchbar. Lediglich, wenn die Kamera auf einem Tripod wäre, also Stativ, und ihr die Kamera nicht bewegt oder vloggt, was auch immer, also nur als Standaufnahme benutzt, dann könnt ihr das Ganze so benutzen. Aber sobald ihr das Ganze bewegt, dann bewegt sich auch der Sensor. Aber man kann Sony's Clear Image Zoom benutzen, dann macht man das Ganze mal 1,3, also 1,3-fach zoomen, plus die 10% von Active Stabilization, das wären quasi 40% und damit seid ihr auf Nummer sicher. Was die Bildqualität aber jetzt angeht, finde ich das doch wirklich brauchbar. Ja, ich habe jetzt nicht mal extra reingecroppt und reingezoomt hier für euch, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Weil wenn man vloggt, keiner zoomt rein und sucht nach irgendwelchen Fehlern. Es muss einfach gut aussehen und das sah für meinen Augen, mit bloßem Auge, gut aus. Auch auf meinem Rechner sah das ganz gut aus. Auf YouTube ist ja ein anderer Encoder, da ist die Quali ein bisschen schlechter. Aber ich kann euch sagen, das sah wirklich trotzdem nach einem 4K-Material aus. 692 Gramm mit Baseplate plus dann halt ein Vloggen-Stativ. Und dann habt ihr knapp 700 Gramm zum Vloggen und das ist sehr angenehm.
und auch zu empfehlen. Ich denke, dass wenn ich mal draußen unterwegs sein werde und vloggen werde, ich das in der Konstellation machen werde. Es ist ein bisschen tricky und ein bisschen nervig vielleicht mit den 1,3, aber hey, dafür habe ich ein Leichtgewicht. Und das mit dem Shutter Speed, 1/200 Sekunde, da habe ich gemerkt, da sah das Ganze besser aus. Da waren nicht die ganzen Artefakte zu sehen, was man bei Sonys Kette des Blaus sieht, wenn man auf 1/50 Sekunden einstellt, die Verschlusszeit. Das ist auch zum Beispiel beim elektronischen Stabilisator bei der ZV-E10 nämlich zu sehen und das ist auch leider sehr, sehr nervig. Deswegen muss man hier an der Stelle leider den Shutter Speed kürzer stellen, um, sage ich mal, dieses Problem aus dem Weg zu gehen. Also, das war's zum Video und natürlich einen Daumen hoch und abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn es kommen noch viele weitere ZV-E1 Videos. Also, bis dann, mach's gut, ciao.